Einen wunderschönen guten Tag. Heute gibt es eine neue Hörübung zum Deutschlernen und in dieser Hörübung möchte ich über das Thema Sprachenlernen sprechen und das Thema Probleme mit dem Sprechen anzufangen. Das ist ein Problem, das wir eigentlich alle irgendwann beim Sprachenlernen haben oder ein Problem, auf das wir irgendwann alle treffen oder getroffen sind. Heute möchte ich in dieser Hörübung meine Geschichte erzählen, meine Erfahrung erzählen und ein paar konkrete Beispiele geben, wie es mir damit gegangen ist, mit diesem Problem, dass ich eine Sprache lerne oder gelernt habe, aber trotzdem irgendwie nicht wirklich sprechen konnte. Ganz viele Leute haben den Traum, dass sie in einer Fremdsprache sprechen können. Viele Leute sprechen ja auch oder viele Leute lernen ja auch eine Fremdsprache und lernen viele Vokabeln. Sie machen eigentlich viele Grammatikübungen oder sie haben vielleicht sogar einen oder sogar mehrere Sprachkurse besucht. Obwohl sie das schon gemacht haben, haben sie trotzdem das Gefühl, dass sie den Mund nicht aufbekommen. Sie wissen nicht, wie sie zum Sprechen anfangen sollen. Da ist irgendwie eine Art Konflikt. Auf der einen Seite würden sie so gerne sich ausdrücken können, ihre Gedanken teilen können, mit anderen Leuten in dieser Sprache wirklich kommunizieren können und zwar wirklich über Dinge, die interessant sind, nicht nur einfach irgendwelche einfachen Alltagsfloskeln, einkaufen gehen oder das Bier bezahlen oder so, sondern sie würden einfach gern wirklich richtig bedeutungsvolle Konversationen und Gespräche führen. Und viele Leute sind dann aber vielleicht auch unzufrieden oder frustriert, dass sie dieses Ziel nicht erreichen, dass sie eigentlich schon vielleicht sogar einige Jahre lang diese Sprache gelernt haben, aber nicht wirklich sprechen können. Und da beginnt es eigentlich schon damit, dass wir zu oft die Sprache künstlich einteilen. Also wir teilen die Sprache sehr künstlich in Lernen oder in den Lernprozess ein, dass wir in diesem Lernprozess zuerst einmal alles Schritt für Schritt lernen müssen, die Grammatik. Wir lernen zuerst diese Grammatik, dann die andere Grammatik oder bei dem Wortschatz, dass wir zum Beispiel eine Wortliste lernen müssen. Wenn wir diese Wortliste können, dann können wir auf jeden Fall viel besser sprechen. Oft ist es ja so, dass wir Wortlisten auswendig lernen oder glauben, dass wir das so machen sollten. Aber am Ende hat es uns nicht wirklich viel gebracht. Am Ende ist das nicht wirklich sinnvoll gewesen und wir haben trotzdem nicht gelernt zu sprechen. Das ist das häufige Problem dabei. Und ich hatte genau die gleichen Probleme. Ich habe früher in der Schule Englisch gelernt. Ich habe dann auch Chinesisch gelernt, jetzt auch Spanisch. Ich glaube, ich habe erst seitdem ich Chinesisch gelernt habe, wirklich geschafft, das für mich zu lösen und wirklich versucht habe, aus diesem Teufelskreis, wenn man so will, herauszukommen, dass ich eigentlich immer nur weiterlerne und weiterlerne und weiterlerne, aber nicht wirklich spreche und die Sprache nicht wirklich benutze. Und ich möchte euch dazu ein konkretes Beispiel geben. Ich habe vor sehr kurzer Zeit einen Freund getroffen. Dieser Freund ist aus Lateinamerika und er spricht Spanisch, also seine Muttersprache ist Spanisch. Und ich habe ihn einfach mal so auf einen Café getroffen. Er kann kein Deutsch, er kann Chinesisch, er spricht Chinesisch. Da gab es eigentlich nur die Möglichkeit, entweder Spanisch zu sprechen oder vielleicht ein bisschen Chinesisch oder vielleicht ein bisschen Englisch. Aber Englisch haben wir eigentlich gar nicht geredet, sondern wirklich die allermeiste Zeit haben wir eigentlich Spanisch geredet. Und ich habe früher in den paar Jahren, wo ich Spanisch gelernt habe, ich habe ungefähr 4 Jahre Spanisch gelernt, nicht wirklich auf Spanisch gesprochen, eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe sehr viel gelesen, ich habe sehr viel gehört, ich habe auch viele Videos angesehen und ich konnte wirklich schon sehr komplexe Dinge auf Spanisch verstehen. Das war gar nicht das Problem. Ich konnte auch schon wirklich Bücher lesen, ich konnte Romane auf Spanisch lesen. Ich konnte viele Videos, viele Diskussionen im Internet, konnte ich alle auf Spanisch mitverfolgen. Das war gar nicht das Problem. Aber trotzdem konnte ich am Ende nur sehr schwer sprechen.
Und wenn man daran denkt, dass man eigentlich schon viel verstehen kann, aber trotzdem selbst die Sätze nicht aus dem Mund bekommt oder selbst die Sätze nicht zusammenbauen kann, dann ist das natürlich frustrierend und dann hat man das Gefühl, dass man nicht herauskommt aus diesem Loch und nicht weiß, was man eigentlich machen soll. Und die Lösung dazu ist eigentlich viel einfacher, als wir denken. Es gibt nicht bestimmte Denkweisen, die uns sehr stark daran hindern, dass wir eine Fremdsprache in uns aktivieren. Wir lesen viel, wir lesen auch viele und hören viele Dinge in einer Fremdsprache, aber das ist natürlich zum Teil aktiv, das ist nicht nur passiv, das ist auch aktiv, aber wirklich selbst die Sprache in die Hand nehmen und wirklich selbst mit der Sprache etwas zu machen, das ist dann der nächste Schritt und viele Leute trauen sich nicht. Und warum nicht? Das ist eigentlich auch eine paradoxe Situation. Viele Leute trauen sich nicht, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind, dass sie noch nicht genug gelernt haben, um die Dinge richtig zu sagen. Ja, das ist eigentlich sehr paradox, denn auf der einen Seite haben die Leute oder haben wir, wie auch immer, schon viele Jahre vielleicht sogar gelernt und viele Dinge gehört, viele Dinge gelesen, die Grammatik studiert, viele Übungen dazu gemacht. Aber das heißt ja eigentlich, wir müssten ja eigentlich unglaublich gut sprechen können. Wir müssten doch eigentlich viele Vokabeln können und viele Vokabeln benutzen können. Aber ja, wieso können wir das nicht? Warum geht das nicht? Und hier geht es darum, dass wir einen Schritt zurückgehen und dass wir diese Anforderungen, die wir an uns haben, auf ein realistisches Niveau bringen. Denn ich glaube, viele Anforderungen, die wir uns an uns selbst stellen, die sind nicht realistisch und die sind zu streng. Wir sind leider viel zu streng mit uns. Wir sind oft viel zu streng mit uns. Das hat natürlich mit uns selbst auch zu tun. Das hat auch damit zu tun, wie wir vielleicht beobachten, wie andere Leute Fremdsprachen lernen oder wie vielleicht andere Leute uns Tipps geben oder was sie sagen oder was ihre Meinung ist, wie man eine Fremdsprache lernen soll oder wie man sie nicht lernen soll. Und wir hören dann sehr viel auf die anderen Leute und haben dann das Gefühl, aha, also das muss der richtige Weg sein oder aha, diese Regel muss ich einhalten. Mit dieser Regel kann man eine Fremdsprache gut lernen und wenn ich das nicht so mache, dann liege ich falsch. Also wir haben oft das Gefühl, dass der Fehler bei uns liegt, aber das stimmt eigentlich nicht wirklich, das stimmt eigentlich gar nicht. Und wir können jetzt Folgendes machen. Wenn wir diese Sprache üben möchten oder wenn ich mich mit einem Freund oder mit einer Person treffe, mit der ich diese Sprache üben kann, dann muss ich mir denken, okay, ich habe so und so viel in dieser Sprache gelernt, ich kenne diese Wörter und ich nehme die Wörter, die ich kann. Ich benutze einfach das, was ich kann. Ich benutze das, was ich habe und ich mache das Beste daraus. Ich versuche, das Beste aus meinen Vokabeln, aus meiner Grammatik, die ich kenne, einfach zu machen. Und wenn ich nicht alles sagen kann, dann macht das nichts. Wenn ich nicht alles sagen kann, ist das ja kein Problem. Und genauso kannst du dir auch selbst sagen, gut, wenn ich in dem Moment die Grammatik nicht richtig habe oder wenn ich komplett vergesse, wie man dieses Verb jetzt richtig konjugieren soll oder wenn meine Satzstellung ganz falsch ist, dann passiert nichts, es passiert gar nichts. Die andere Person versteht dich wahrscheinlich trotzdem. Oft ist es so, dass wir das Gefühl haben, wenn wir nicht alles komplett richtig haben, dann dürfen wir gar nicht anfangen, dann ist es gar nicht erlaubt, Sprechen anzufangen. Das ist ein ganz großer Fehler. Du kannst auch schon am ersten Tag, du kannst auch schon in der ersten Minute, wo du eine Sprache lernst, anfangen zu sprechen. Du darfst alles machen. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine Limits. Und genauso bin ich auch in dieses Gespräch mit meinem spanischsprachigen Freund gegangen. Ich habe einfach versucht zu kommunizieren. Manchmal hat es gut funktioniert, manchmal hat es schlecht funktioniert. Aber ja, wir haben uns ein paar Stunden dort getroffen, Kaffee getrunken und am Ende konnten wir trotzdem kommunizieren. Er hat ungefähr gewusst, was ich sagen wollte und ich konnte auch so gut wie alles oder fast alles verstehen, was er mir gesagt hat. Ja, siehst du, ich habe zwar viele Fehler gemacht, als ich gesprochen habe, ich habe auch oft die Wörter nicht gefunden, ja, aber es ist nichts passiert. Ich habe trotzdem mit dieser einen Person einen sehr netten Nachmittag gehabt. Wir haben uns kennengelernt, es war einfach ein sehr tolles Gespräch und ein sehr tolles Treffen. Und
Es hat nichts damit zu tun gehabt, ob jetzt meine Grammatik komplett korrekt war oder ob sie nicht komplett korrekt war. Deswegen glaube ich, dass es für uns einfacher ist, wenn wir von dieser Denkweise wegkommen, dass alles perfekt sein muss und dass wir eigentlich das Gefühl haben, dass wir nie gut genug sind, dass wir nie gut genug sind, diese Sprache zu sprechen. Das musst du umdrehen, das musst du komplett um 180 Grad umdrehen und sagen, ich bin immer gut genug, um diese Sprache sprechen zu können. Ich kann immer anfangen, ich kann immer etwas sagen. Und dann möchte ich nochmal etwas dazu sagen, welche Dinge wir mit dem Sprachenlernen assoziieren, an welche Dinge denken wir, wenn wir das Wort Sprachenlernen hören. Naja, meistens denken wir an einen bestimmten Kontext und dieser Kontext ist meistens die Schule oder die Uni oder wir denken an eine Klasse, wir denken an Lehrbücher, wir denken an Vokabellisten, wir denken vielleicht an Zertifikatsprüfungen, also an Prüfungen und so weiter. Aber das hat mit einer Sprache nicht unbedingt oder eigentlich nichts zu tun. Mit der Sprache selbst hat das eigentlich nicht wirklich was zu tun, sondern eine Sprache ist einfach nur ein Kommunikationsmittel. Und du könntest theoretisch diese Sprache, also du könntest Deutsch, du könntest sie in einer Prüfung benutzen, du könntest sie am Strand benutzen, du könntest sie im Kino hören, du könntest im Internet etwas auf Deutsch machen, du könntest mit Freunden in die Disco gehen und dort Deutsch hören, benutzen oder sonst irgendwas. Also eine Sprache oder die deutsche Sprache, wenn du jetzt in diesem Fall hier die deutsche Sprache nimmst, dann kannst du die nicht auf etwas begrenzen. Also deine Assoziation kann alles sein, ja. Und das ist eigentlich, also gibt dir dieses Gefühl, dass diese Sprache alles sein kann. Die Sprache ist neutral. Die Sprache kann für dich etwas Positives, ein positives Gefühl erzeugen. Sie kann für dich auch ein negatives Gefühl erzeugen, ja. Aber das heißt auch, dass wir die Sprache nicht nur im Kontext einer Uni oder im Kontext eines Klassenraumes oder eines Kurses lernen können oder müssen oder sollen, sondern dass wir die Sprache auch komplett anders lernen können. Du könntest eine Sprache einfach auf der Straße lernen. Du könntest eine Sprache einfach draußen in der Welt lernen, indem du einfach mit den Leuten redest und dann, ja, lernst, sie langsam zu verstehen. Vielleicht hast du nie ein Grammatikbuch in der Hand gehabt, aber vielleicht kannst du dann trotzdem die Leute irgendwie verstehen. Und ich will damit einfach nur sagen, dass man jetzt nicht entweder komplett in ein Extrem gehen soll oder komplett in ein anderes Extrem gehen soll. Das sage ich nicht, sondern ich glaube, es hilft uns einfach mehr, wenn wir ausgeglichener denken, wenn wir eine Balance haben, wenn wir ein Gleichgewicht haben, was wir mit dieser Sprache machen können oder woran wir dabei denken. Also es gibt so viele Dinge, die du mit einer Sprache machen kannst. Und das Interessante ist ja, du weißt am Anfang, wenn du eine Sprache lernst, weißt du eigentlich nie so genau, wohin dich diese Sprache führen wird, was du mit dieser Sprache in der Zukunft machen kannst oder was du durch diese Sprache erleben wirst, welche Erfahrungen du machen wirst, welche Leute du kennenlernen wirst, in welche Länder du vielleicht fahren wirst und das ist einfach sehr, sehr spannend. Also da gibt es gar keine Grenze. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir einfach mit einem positiven Gefühl oder mit einem positiven Grundgefühl eine Sprache lernen. Und besonders, wenn wir psychisch einfach positiver eingestellt sind und eine positivere Einstellung zu der Sprache haben, dann können wir diese Sprache auch viel, viel besser lernen, vielleicht sogar viel schneller lernen. Wir nehmen die Sprache ganz anders wahr und wir nehmen auch die Leute, die diese Sprache sprechen, ganz anders wahr. Wenn wir dann einfach eine positivere Grundstimmung haben, dann werden sich auch viele konkrete und reale Lebenssituationen ändern, da bin ich mir ganz sicher. Denn stell dir vor, wenn du aktiver Deutsch benutzen würdest, wenn du einfach aktiver auf die Leute zugehen würdest, wenn du das Gefühl hättest, ja, ich traue mich jetzt einfach Deutsch zu sprechen, ich traue mich jetzt auf die Leute zuzugehen, die Leute einfach von mir selbst aus einfach aufzusuchen und sie anzusprechen, dann kann es sein, es kann nicht nur sein, sondern ich bin mir relativ sicher, dass du mehr positive Erfahrungen machen wirst und dass diese Erfahrungen dir umgekehrt wieder mehr Kraft geben werden. Und das ist dann eine Art positiver Kreislauf. Du bist aktiver,
du bist positiver im Gefühl, du bekommst eine positivere Reaktion von den anderen Leuten oder du bekommst eine positivere Reaktion von deiner Umgebung und das gibt dir wieder mehr Energie und mehr Kraft. Also du wirst noch stärker und das ist ein positiver Kreislauf. Und ich glaube, wenn man in diese Richtung gehen könnte, ja, das wäre einfach unglaublich hilfreich. So, und das war eine sehr, sehr lange Audio, aber ja, ich wollte wirklich gerne darüber sprechen. Ich wollte auch ein bisschen mehr im Detail darüber sprechen. Und ja, vergesst nicht, also es gibt Untertitel. Ihr könnt einfach hier auf die Untertitel klicken, dann könnt ihr das Transkript eigentlich sehen. Also ihr könnt ja auch mitlesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video und noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.